Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Heute mal mit Genshin Impact wieder. Wir zocken mal, oder ja, wir gucken uns mal das Kartenspiel noch mit an. Hast du gerade schon wieder dort runtergeladen? Ja, ja, so. Stream wird ungefähr, keine Ahnung, so bis 7:30 um 8 ungefähr gehen, denke ich mal, je nachdem, wie wir die Zeit rumkriegen heute. Und so weiter und so fort. Und was natürlich los ist, wenn natürlich bis um 7 nichts los ist, großartig, dann machen wir natürlich nicht länger, aber schauen wir mal. Gucken wir mal rein. Los. Da ist das Tor. Fort. Ab die Luzi. Zum Glück ist es nicht hell. So. Albedo haben wir. Was? Nacht des Kristallklangs, Seitenklangs bereits verfügbar. Bitte zum Warentransport, sprich mit Dr. Livingstone. Was auch das schon wieder ist, keine Ahnung. Wir gucken erstmal ganz kurz wieder. Händler? Mondsegen. Geschenkehändler. Achso, das ist das Gedöns. Ah, da können wir uns Kristalle noch holen. Hier kann man uns einen Bar holen. Wobei wir drüber sind. So, Kristalle aufladen, das hat sich ja theoretisch erledigt. So, Sonderaktionen. Was ist denn hier wieder? Ah, das ist das andere. Nachrichten. Mal alles einsammeln. Ach, haben wir auch nochmal 300 Urgestein, das ist auch schön. Auktionen, Erlebnispass. Gucken wir mal kurz. Ist das was Neues? Ich vergesse das immer. Reime Erlebnispass 27 Tage. Also wäre wieder was Neues gewesen, glaube ich. Okay. Erstmal die Aufträge abstottern. Ich muss trotzdem erstmal immer wieder reinkommen dann. Duelllanze, grasgrüner Jagdbogen, Sonne und Mond, Knochenschwert und schwarzes Schwert. Okay. Abenteuerlizenz. Haben Missionsaufträge, okay. So. Nach der Kristallgrund Seitenklangs. Abschluss des Auftrags, liebevoller Abschied. Erst verfügbar, okay. Anmeldung, möge dir das Glück Holz sein. Einsammeln. Okay. Probelauf. Ah, gibt wieder neue Leute, okay. Haben wir ja noch ein paar Tage Zeit. Das machen wir dann mal noch an einem anderen Tag. Interessant. So. Das ist Legendenauftrag. Wüste von Hatremawa. Was? Hatremawev. Ja. Herr der Wüste. Okay. Gebet haben wir jetzt ja trotzdem noch einmal. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Jetzt warten wir, glaube ich. Ach komm, gucken wir hier mal rein noch. Aber das gleich mal verklingeln hier. Oh! Letztes Mal haben wir eine Waffe gekriegt. Und diesmal kriegen wir. Jau. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Ansehen.
Ah, mit Blütenattribut. Das war jetzt einfach mal Blüten. Okay, cool. Brauchen wir eigentlich hier gar nicht gleich weitermachen, theoretisch. Theoretisch. Ah, was soll's. Beide können wir alles andere eigentlich nochmal machen. Können wir uns einmal abwechseln. Heldentat, der Drachenbezwinger. Interested. Das kann, was wir das letzte Mal für eine Waffe gekriegt hatten. Da wird wahrscheinlich jetzt eh nicht kommen dann. Das ist glaube ich. Das da können wir die Figur dann sogar mal mit ausprobieren. Hatten wir noch ein blaues gehabt? Ne, ne? Ja. Beziehung können wir noch machen. Aber wir gucken heute uns erstmal das Kartenspiel an, deswegen gehe ich jetzt gar nicht sehr auf die anderen Sachen ein. Gut. Ich glaube, das Kartenspiel, das war hier irgendwie gewesen, dachte ich letztes Mal, ne? Schlachtfeld von... Hallo Mama. Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten. Komm, probier geniale Beschwörung aus. Sarah Rose hat als Karten von geniale Beschwörung bekommen und dann probier einfach mal eine geniale Beschwörung aus und werde ein Kartenbeschwörer. Ja, das machen wir jetzt auch. Wenn es wahrscheinlich dann mal antesten. Jetzt zur Taverne müssen wir. Hä? Wo war denn die Taverne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier unten? Dahinter müssen wir. Ach, da oben hoch. Okay. Ne, da waren wir noch nicht oft. So, Taverne. Hier waren wir gar nicht drin, glaube ich. Sogar. Ne, hier waren wir nicht drin. Definitiv nicht. Nö. Welcome to the Cat's Tail. Ah, Hello. It's the Traveler in Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much more you offer. Die Katze mit dem Hut. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. Forschung von damals, Feld der Mitarbeiter. Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Oh, I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Sarah Rose erklärte Genius alles. Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players.
I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Wow! Another guy who can understand animals! How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Oh? What's that? Shu Yen. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? Stecken in einen einzigen Miau wirklich so viele Dinge. Yes, it was the sacred duels of Genius Invocation, TCG, that formed and cemented our bonds of mutual understanding. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between... somehow Paimon... Anyway, if you'd like to know though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. That's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty card master Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of... If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Yeah, blah, blah, blah. What Das hast du is schon it? gedacht, das ist I'm eine kleine pretty busy over here, you Eisprinzessin. know. Ja, die kennen wir ja schon. Also die, was meine Livestreams mit angeschaut haben, die kennen sie ja theoretisch. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to... Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get... What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers? Oh, why are we Ach, letting trotz auch all schon these wieder langlebig loafers mit come in here to Text. play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more you know, if drink sales keep going up like this, pretty My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, Could it really? Sure, why not? Alrighty then, our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on... but Shu Yan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Na da, ich bin jetzt gespannt. Herrlich. Miau, miau. Was haben wir denn hier?
Sieht so wichtig aus. Dann bin ich gespannt, ob es da wirklich so schöne Karten gibt. Gibt zumindest nichts zum Abstauben. Oh, hier geht's noch die Treppe hoch. Na gut. Gucken wir uns das mal an. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes. You should have built a deck. You know, Was für ein a Deck? set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing Habt ihr any nicht ein cards. Übungsdeck? Yeah, we need a practice deck. Can't you just let us use one? Psh, there's no such thing. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use Na those. dann, gib mal her. Sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. All right, so Yeah, now we yeah. have 2 character cards. That's everything we need, right? Yup. So, are you ready to start? Na klar, Alright. los. Then let's begin. Bin echt gespannt. Basis 1. Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew pew pew. Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours. Now then, you're gonna need a character on the field to start with. Aktive Figur wählen. Let's go. Du greifst zuerst an. Würfelfass. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. 8 Würfel. Eieiei. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Once the roll phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Of course, the most common action is to use character skills. Dilos Elementarfähigkeit kostet 3 Pyrowürfel. Nach dem Auswählen der Fähigkeit werden die verbrachten Elementarwürfel automatisch ausgewählt. Fähigkeit anwenden. Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will after you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. And as you can see, once the enemy finishes their move, it... Musst du mal an Anfang, dass du würfeln kannst, oder wie? Now, these
are omni-element dice. They can be spent, so we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. That was pretty good. That's one opponent down for the count, but the game has only just begun. Remember? As much as we'd like to attack again, it seems like we've run out of usable dice. Oh, und jetzt? In that case, let's end this round. After you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, Wenn beide keine Würfel mehr haben, du kreist zuerst an Runde 2. Here we are, a fresh new round. Woohoo! And a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need after all. Ooh, that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use Diluc's skill now. But don't worry, situations like these are why we have the option to reroll. Once per round, you can select all the dice that you don't like and reroll them. When the action phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. This means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. In den letzten Runden hast du zweimal die Fähigkeit angewendet, was bedeutet, dass du 2 Aufladungspunkte hast. Once Diluc's energy is full, he can use a powerful elemental burst. Never Dann mind. müssen wir noch einmal Let's einen start with a Stapelangriff normal machen. attack instead. Diluc's normal attack only needs 1 pyro. In any case, your normal attack needs fewer pyro. So. Super. Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental dice left over. It's time to use. Bezahl verursacht 8 Schaden, okay. Time for retribution! Würfel bringt mir Glück. Zum nächsten Duell. Du kreist zuerst an. In an actual game of Genius Invocation TCG, next up, it's time for your second character card, Kaya, to take. Oh, it seems like any move by Kaya is going to cost quite a lot of cryo dice. Sieht schon mal besser aus. When you deal cryo damage, you'll cause your target to be affected by... Und Abfahrt.
Ja, gucken wir mal. Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reactions. Different types of elemental damage affect enemies with different elements. When a character is affected by certain elemental combos, an elemental reaction will be triggered. At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them. Looks like we have to switch active characters, though. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Die aktive Figur befindet sich ja weiter vorne und liegenden Position als die inaktive. Ja, das ist schon klar. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the... In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. You can spend one elemental die of any kind to switch a standby character to the active character. Let's go. Okay. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. So. Because the opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. When triggered, melt increases random, yeah. damage dealt by 2. This will allow you to deal loads of damage in one go. Das weiter mal wissen, ne, was man dann braucht. Aktionskarten und Unterstützungseffekte. All right. Next up, let's learn how to use cards. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Jetzt füllt's langsam das Spiel, das ist gut. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Dann können wir alle gleich wählen, ne? Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Hand vergrößern. Magie für Rabenbogen, weiße Eisenkursschwert. Will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play elemental dice of the same type. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these, we'll cross that bridge when we get there though. For now, just play this action card. Wir müssen 2 Würfel desselben Elements verbrauchen, um hier angegebene Kosten zu bezahlen. Okay. Im Endeffekt ist es ja egal, ne? So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well,
Not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known Elementare as Abstimmung. elemental tuning. By discarding one card from your hand, you can convert one elemental die into the element of your current active character. Sometimes, you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Das ist ein bisschen was, das würde ich lieber mal gerne Moving on, einfach ingenious ausprobieren. invocation TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of in this case, well, let's just take all these use just like playing cards from your hand. Elemental tuning is a fast Oh action. Gott. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Besorgt ihr 3 Pyro-Würfel durch die elementare Abstimmung. Ja, machen wir. Mhm. Well, would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Muss man echt schon mega Pech dann haben, ne? Karte ausspielen. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage! What? Fähigkeit aktivieren. So. Kaputt. Intention des Gegners und die Endprüfung. Now comes the final part! Hoo-yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. Starthand At anpassen, this okay. time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. Wähle zu wechselnde Karte. Oh, was denn jetzt? Wechseln. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at... Oh boy, this one's a real doozy. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Ich würde Ready aktive when Figur you are. wählen. Na, aber zumindest schon mal die 3. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Lass die Intention des Gegners lesen. Intention des Gegners lesen. Ab Check it 2. out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. Verleiht Elementarattribut und löst keine Elementarfähigkeit aus. All your Okay. opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, Yeah. that's the end of the tutorial. You're on your own from here. Wir versuchen es, ja. Dann R2 Startfigur, deine Startfigur. Wechsel der Starthand, dein Zug. Jo. So.
Mal ganz kurz schauen. Er schafft Eistapfen. Einsatzmöglichkeit. So. Braucht 2 Elementar, damit. Mhm. Mhm. Zwei Hände. Achso, okay. Mal gucken, ob das Sinn macht. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Ja, aber man kann das doch gerade umwandeln. Oder, ach nee, da braucht man ja die Karten dann dafür, ne? Oh. Okay. Ne, dann kann man bloß beenden. Wait. There's one more thing I almost forgot. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. So, okay. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Der Gegner hat die Vorhand, Runde 2. Brauchen wir hier mal ein paar Würfel. Oh, immer noch nichts Gutes. Aber jetzt macht's nichts. Jetzt können wir das ja umwandeln, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Was Esche des Eisbrechers beim Anwenden der Fähigkeit oder Anlegen von Talent durch jede Figur kann einmal Artefakt anlegen, okay. Ach ne, 4 Stück brauchen wir davon, okay. Das Feuer, das hebe ich mir mal noch auf, was ich jetzt habe. So. Jetzt können wir es aber machen. Meines einzelnen klingen, ne? Warum das nicht gleich insgesamt funktioniert. This moment will be frozen in time. So. Figurenwechsel. Let's go. Muss man sich noch merken dann, ne? Dass das immer gleich ausgewählt ist. So, jetzt können wir nämlich nochmal die verwandeln und die verwandeln. Das müssen wir ja mit ihnen jetzt nochmal angreifen können zumindest. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Hätte es aber einfacher machen können, ihn gleich von Anfang an nehmen, glaube ich. Da hätten wir einfach mit Pyro-Schaden dann Herausforderungen beenden. Geniale Beschwörung ist ein temporeiches Kartenspiel voller Spannung. Stell deine Decks aus Figuren und Aktionskarten zusammen und fordere die verschiedensten Gegner am Spieltisch heraus. Okay. Würfelphase zu Beginn jeder Runde erhält 8 Elementarwürfel. Ja, das ist mir egal.
Okay, haben wir mal reingeschnuppert. Alright, cool. Those are the basics. What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take... Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. Nein, nein. Alles gut. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a Was? first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. Wortloses neues He wasn't much of Gesicht. a talker and looked like he was just drinking his Nein. worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Gah, I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving... So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game Wir with haben the eh keine customers, Chance and hinterher. I was hoping we could play a game. But this issue of someone leaving a character card with my image of the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. Okay, Good. Then I'll take my leave. mach's gut. You know Hau where the door rein, is. Bro. Don't let the door hit you where Lord... Uh-oh. Guard captain. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation? Ooh, 2 new players having their first ever duel. But in order to play an official duel, you need to have 3 character Drei cards. Figurenkarten. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action Und cards. 30 Aktionskarten. Uiuiui. Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, now it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucro's character cards. Das würde ich sagen, das machen wir So, dann im why anderen don't we Stream. have Wir our machen first jetzt duel? erstmal dann noch die Tagesquests und sowas. Take your time. I look forward to our first duel. Und dann zocken wir das nächste Mal dann weiter. Würde ich sagen. Gegen die kann man alle dann spielen, theoretisch, ja? Oder mal gucken, wie sich dann noch entwickelt. Wir machen dann erstmal die Tagesquests und die ganzen Sachen noch, dass es ein wenig abwechselt dann. Aber schon mal nicht schlecht, denke ich mal. Das macht bestimmt Spaß. Das ist aber wieder so, da setzt man sich bestimmt wieder übelst fest damit. Mhm.
So. Was sind die Tagesquests da? With a downpour, nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. Da unten muss man, ne? Truppe. For justice. Ne, das hatten wir anders gemacht. Warte mal. Die Diona hatten wir hinten immer dran gehabt, glaube ich, ne? The hunt begins. May knowledge guide you. Nowhere to hide. Live! Ha! Ha! Witness my great undertaking! Yeah! Come into being! No, my sword. Don't blink. Live! Yeah! Incoming. Hey. Rain outlines your fate. So, jetzt reichen, ne? Burst forth! Ja, schön. Seed of light. On the rock. Live! Huh! Yeah! Oh, da müssen wir hin. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Genshin Impact werden wir natürlich jetzt auch wieder öfters mit zocken, natürlich. Neben Need for Speed, am Wochenende wird meistens Need for Speed kommen. Und in der Woche, dann wie gesagt, da werde ich dann zwischen Genshin Impact erstmal und Dragon Ball wechseln. Wenn wir dann mit Dragon Ball so weit durch sind, oder mal schauen, dann werden wir auch mal God of War weiter zocken, Ragnarök. Das müssen wir auch noch spielen. Aber ich muss jetzt erstmal nach und nach die Spiele jetzt dann fertig machen. Genshin Impact wird ja eh immer irgendwie mitlaufen, definitiv. Und jo. Ah, dann können wir das ja jetzt auch mittlerweile Burst machen. forth! Das sind die Sachen, was wir jetzt eigentlich mal machen können, das ist cool. Was ist das? Fällt mir gerade ein. Diana special. Cut to the chase. Naja, am Wochenende ist der WLAN jetzt momentan dann plus wieder da. Und deswegen werden wir dann mehr so aufs Wochenende dann erstmal dann Need for Speed immer mitzocken. Ne? Ich werde es einmal in der Woche dann, aber das liegt dann dran, wie man dazu kommt. Muss mal schauen.
was anderes im Teil. Ach, da unten drunter ist eins. Ausruhen. Drüben müssen wir aber noch hin. Waren wir hier schon? Wenn es nur Medizin gibt, die jegliche Krankheit heilen könnte. Du wirkst ziemlich müde. Alles in Ordnung. Das Kräutersammeln in den Bergen kann ziemlich ermüdend sein. 6 Beeren bekommen. Cool. Und du? Hi, sei gegrüßt. Entschuldige bitte, ich bin krank und kann nicht aufhören zu husten. Oh, na dann. Gute Besserung, meine Liebe. Bitte. Hust, hust. Ach, hier waren wir schon gewesen. Ja, hier waren wir schon. Ja, da ist angefangen sozusagen. Hm? Ach da. Au, du Blödi. With sword comes shadow. Rain cutter. Kann man das ja alles hier mittlerweile jetzt endlich mal mit einsammeln, das ist cool. Unter anderem zumindest. So. Nebenquest, Nebenquest. Da ist noch eine Nebenquest. Das ist ein wenig. Ach ne, da hinten ist noch eine. Oh. Wo da denn hin? Macht da hinten am Berg, ja. Ja, ja, ja. Den können wir mal wegbolzen da unten. There you are, Eves. Feel this ancient power. Don't blink. The more, the merrier. No, my sword. I'm a rock. Burst for it. Let me amuse myself a little. The more, the merrier. Rain outlines your fate. Nowhere to hide. Hm? Ach da. Gott sei Dank, wo ist er? Oh, now you've got me worked up. Moment of Und ciao. Look at me. Just... Den Wasserstoffkunden ja einmal wegbolzen. Incoming.
Übung macht den Meister. Monsterzerstörung, okay. Let me weave you a verse. Know my sword. Can't handle your dream. Huh. Speed of light. Cut to the chase. Coming to be. Got lucky that time. Rain outlines your fate. Suche Riesending. Stängerst hier rum. Don't blink. Burst forth. Ja, wo ist er denn? This is my great undertaking. Jo, 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 jo. Ah, da ist noch. Können wir uns gleich nochmal heilen. So, dann müssen wir dahin. Uiuiui. Hm. Die Quest. Kugelrund und explosiv. Speed of light. Know my sword. With sword comes shadow. Live. Witness the power of Gugwa. Coming to be. Yeah. Don't blink. Ich war hauig. Oder Hund. Burst forth. Moment of birth. Oben, ne, wahrscheinlich. Ja. Coming to be. Rain outlines your fate. Nowhere to hide. Das ist immer noch mal schön. Coming to be. Meine Augen Kristalle, jo. Don't blink. With sword comes shadow. Coming to be. Burst forth.
Mal ganz kurz die Truppe tauschen. Brauchen wir mal einen Hammer. Wortwörtlich. So, wo ist sie denn? All right, let's go. Das ist natürlich schon ein wenig anders aus. Gibt's denn noch mehr? Ja. Ja. Sicherheitshinweis. Frage ist bloß, geht's hier in die Minen? Nee. Jetzt ausruhen. Glasklöckchen. Shouldn't get careless. Have a load of this. No, my sword! Let me weave you a verse. Ida, you need to hurry up. An unfortunate fault. Cook this. The more the merrier. First round's on me. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss doch Come to hier. be. Hier muss doch was sein. So, ein Elektrohaufen da unten, den müssen wir auch noch wegknallen. So. Den tun wir auch noch wegknallen und dann reicht das, denke ich, dann für heute erstmal. Und dann machen wir dann die Tage dann weiter. Wie gesagt, um uns mit Dragon Ball, den einen Tag machen wir Genshin, den anderen Tag machen wir Dragon Ball und am Wochenende dann Freitag, Sonntag, theoretischerweise, oder Freitag, Samstag, Sonntag kommt Need for Speed dann einfach. Ach, wir haben sogar 2 von Stufe. Coolei und ja, yo. Ja, ja, oh. Yo. Keine Ahnung. The hunt begins. Wobei für den Typ da unten, ich glaube, das Feuer ganz gut. I won't hold you back. Für Elektro, glaube ich. Wobei, wenn wir den einfrieren mit Wasser, dann brauchen wir das eigentlich nicht. Aber egal. Get out of here. Use this first. Speed of light. Cut to the chase. Feel this ancient power. No excuse for lost. Rain outlines your fate. With sword comes shadow. Dann haben wir einen großen eigentlich mal kaputt. Don't blink. Teamwork is dreamwork. Witness the power of Gua. Incoming. Moment of birth.
Burst for it. Get out of here! Rain outlines your fate. Don't blink! Cut to the chase! No, my sword! Speed of light! Get out of here! Let's end this quickly. Everybody stand back! Don't blink! Come to be. Witness my great undertaking. Rain outlines your fate. Rain cutter. With sword comes shadow. So, den noch kaputt. Burst for it. Counterattack. Out of the way! Speed of light! Hey! Loneliness of death. Not So, bad, mach ich noch einen. as far as treasure is concerned. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir die Tagesquests jetzt alle haben. Aufträge. Oder ob wir noch einen Tagesquest brauchen. Nö. Nö. Dann können wir uns noch unsere Belohnung aufholen. Und dann sind wir für heute dann durch. Ja, whoop. Ad Astra Abyssal. I am sorry, but you have not yet completed. Hm? Wo ist noch eine? Wo müssen noch eine Tagesquest sein? Hm? Hä, wo sind hier noch eine Tagesquest? Ich sehe keine mehr. Sieht hier noch eine Quest? Hä, wo ist denn hier noch eine Tagesquest? Wo ist noch so ein lilanes Ding? Ich sehe zumindest keine mehr. Na gut, dann beenden wir den Stream halt so. Ich weiß bis gerade nicht, wo hier angeblich noch. Wenn wir das jetzt gerade wirklich nicht. Ich gerade so blind bin, aber.
Ich sehe jetzt zumindest keine mehr. Nö, na gut. Dann beenden wir den Stream halt so. Ohne Tagesquest abgeschlossen. Ich sehe jetzt auch keine mehr, oder ist hier noch irgendwo was in dem Weisen versteckt? Manchmal sieht man das ja wirklich nicht, weil das überlichtet ist dann. Aber... Nö. Nö. Entweder ich sehe es nicht und ihr werdet es dann drunter schreiben, dass es zu blöd war, das zu sehen, aber ich habe eigentlich nichts gesehen mehr. Aber das nächste Mal ist es ja dann eh eine Mutter. Von daher, egal. Dann danke ich euch fürs Einschalten oder im Nachhinein noch fürs Einschalten und von daher haut rein, meine Lieben, und bis morgen dann zu Dragon Ball dann theoretischerweise. Von daher, bis bald. Ciao, ciao.